Guten Tag an alle. Ich bin Peter und ihr hört Wow Spoken German. Adele, ich muss dir heute unbedingt etwas erzählen. Ich war letzte Woche im Urlaub und es war wirklich unglaublich. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Hallo Peter. Ein Urlaub klingt wunderbar. Wohin bist du denn gefahren? Ich war in Italien. Genau, in Rom. Es war mein erster Besuch dort und ich kann dir sagen, Adele, diese Stadt ist einfach magisch. Habt ihr, liebe Zuhörer, schon einmal Rom besucht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, Rom. Das klingt traumhaft. Ich war auch einmal in Italien, aber das ist schon sehr lange her. Peter, wie bist du denn nach Rom gereist? Mit dem Flugzeug? Ja, genau. Ich bin mit dem Flugzeug geflogen. Der Flug war etwa 2 Stunden lang. Ich bin vom Flughafen in München gestartet. Der Flughafen war sehr groß und am Anfang ein bisschen verwirrend für mich. Ha, das kenne ich gut. Große Flughäfen können wirklich kompliziert sein. Wo musstest du zuerst hingehen? Zum Check-in? Ja, zuerst zum Check-in. Dort habe ich meinen Koffer abgegeben. Der Mann am Schalter hat mich gefragt, haben Sie einen Fensterplatz oder einen Gangplatz? Ich habe natürlich den Fensterplatz gewählt. Ihr auch, liebe Zuhörer? Natürlich. Der Fensterplatz ist immer besser. Man kann die Wolken sehen und beim Landen die Lichter der Stadt. So schön. Und wie war dann der Flug selbst? Der Flug war sehr angenehm. Die Flugbegleiterin hat mir Orangensaft und ein kleines Sandwich gebracht. Ich habe ein bisschen geschlafen und dann war ich schon in Rom. Ich war so aufgeregt, als ich durch das Fenster die Stadt gesehen habe. Das kann ich mir gut vorstellen. Und was hast du als erstes gemacht, als du angekommen bist? Bist du direkt ins Hotel gefahren? Ja, ich bin mit dem Bus vom Flughafen ins Stadtzentrum gefahren. Das Hotel war sehr nah am Bahnhof. Ich habe den Busfahrer gefragt, Entschuldigung, welche Haltestelle ist für das Zentrum? Er hat mir sehr freundlich geholfen. Gut gemacht, Peter. Das ist wirklich wichtig, wenn man in einer fremden Stadt ist. Man muss keine Angst haben zu fragen. Liebe Zuhörer, habt ihr das schon einmal gemacht? Habt ihr in einer fremden Stadt jemanden um Hilfe gebeten? Schreibt uns eure Erfahrungen. Genau. Die meisten Menschen sind sehr hilfsbereit. Als ich im Hotel ankam, musste ich natürlich einchecken. Die Dame an der Rezeption hat mich auf Englisch begrüßt. Aber ich habe auf Italienisch geantwortet, Buonasera. Sie war sehr überrascht und sehr nett zu mir. Ha, das ist lustig. Du hast also auch ein bisschen Italienisch gelernt vor der Reise? Nur ein paar Worte. Grazie, prego, buongiorno, buonasera. Aber die Leute freuen sich immer sehr, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen. So wie wir uns freuen, wenn jemand Deutsch lernt. Stimmt das nicht, liebe Zuhörer? Absolut richtig. Und das ist auch genau der Grund, warum ihr Wow Spoken German hört. Ihr lernt Deutsch und das ist wunderbar. Aber sag mir, Peter, was hast du in Rom gesehen? Welche Sehenswürdigkeiten? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am ersten Tag bin ich zum Kolosseum gegangen. Das ist ein altes, riesiges Stadion aus der Zeit der Römer. Es ist über 2000 Jahre alt. Als ich davor gestanden habe, konnte ich es kaum glauben. Das Kolosseum ist wirklich beeindruckend. Ich habe viele Fotos davon gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Wirklichkeit noch viel größer wirkt. Ja, genau. Fotos zeigen es nicht so, wie es wirklich ist. Man muss dort stehen und es selbst sehen. Es gibt auch eine Tour auf Deutsch, das war sehr interessant für mich. Der Tourguide hat viel über die Geschichte erzählt. Eine Führung auf Deutsch in Rom, das ist praktisch. Und was noch? Was hast du noch besucht? Am zweiten Tag bin ich zur Vatikanstadt gegangen. Das ist ein eigenes kleines Land mitten in Rom. Ich habe den Petersdom gesehen. Die Kirche ist so groß, so schön, mit so viel Kunst überall. Ich habe dort fast 3 Stunden verbracht. 3 Stunden. Das zeigt, wie beeindruckend es ist. Liebe Zuhörer, wenn ihr jemals nach Rom fahrt, plant viel Zeit für den Vatikan ein. Peter, hast du dort auch jemanden getroffen? Manchmal macht man auf Reisen neue Bekanntschaften. Oh ja. In der Schlange vor dem Eingang habe ich ein älteres Ehepaar aus Deutschland getroffen. Sie kamen aus Hamburg. Wir haben uns sofort auf Deutsch unterhalten. Es war sehr schön, mitten in Rom Deutsch zu sprechen. Das ist wunderbar. Die Welt ist manchmal wirklich klein. Und was haben sie dir empfohlen? Was soll man in Rom unbedingt machen? Sie haben mir gesagt, dass ich unbedingt die Trevi-Fontäne besuchen muss. Das ist ein sehr bekannter Brunnen. Man wirft eine Münze rein und macht einen Wunsch. Und
Dann, so sagt man, kommt man eines Tages nach Rom zurück. Oh, das ist eine sehr romantische Tradition. Hast du eine Münze reingeworfen, Peter? Natürlich. Ich habe eine 1-Euro-Münze genommen und sie über meine linke Schulter geworfen. Und ich habe mir gewünscht, bald wieder nach Rom zu kommen. Liebe Zuhörer, würdet ihr das auch machen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich würde es sofort machen. Das klingt so schön. Aber sag mir, was ist mit dem Essen? In Italien ist das Essen ja sehr berühmt. Was hast du gegessen? Adele, das Essen war fantastisch. Jeden Abend bin ich in ein kleines Restaurant gegangen, ein sogenanntes Trattoria. Das ist ein kleines, gemütliches Familienrestaurant. Ich habe natürlich Pizza gegessen, aber auch Pasta, Risotto und zum Nachtisch immer Gelato. Gelato. Eis in Italien ist ja bekannt dafür, besonders lecker zu sein. Welchen Geschmack hast du am liebsten gehabt? Pistazien-Nice. Oh, Adele, es war so cremig, so grün, so lecker. Ich habe jeden Tag mindestens eine Kugel gegessen. Vielleicht auch 2 Kugeln. Okay, manchmal 3. Peter, ich glaube, du hast in diesem Urlaub hauptsächlich Eis gegessen. Aber ich verstehe dich vollständig. Liebe Zuhörer, welchen Eisgeschmack mögt ihr am liebsten? Schreibt es in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Das Eis war wirklich ein Highlight. Aber auch der Kaffee in Italien ist etwas Besonderes. Ich habe jeden Morgen einen Espresso an der Bar getrunken, genau wie die Einheimischen. Das nennt man al banco, also im Stehen an der Bar. Das klingt so authentisch. Du hast wirklich versucht, wie ein Einheimischer zu leben. Das ist der beste Weg, ein Land kennenzulernen. Was noch? Hattest du auch irgendwelche Probleme? Oh, das ist lustige Situation. Oh ja, einmal war ich in einem Restaurant und ich wollte die Rechnung bestellen. Ich wusste nicht das italienische Wort, also habe ich auf Deutsch gefragt, die Rechnung bitte. Der Kellner hat mich nicht verstanden. Dann habe ich il conto, per favore, gesagt und es hat sofort funktioniert. Ha, das ist eine tolle Geschichte. Man lernt so viel, wenn man reist. Nicht nur über das Land, das man besucht, sondern auch über sich selbst. Und wie war das Wetter? War es heiß in Rom? Sehr heiß. Es waren fast 32 Grad. Ich hatte zum Glück leichte Kleidung dabei. Aber viele Touristen waren nicht vorbereitet und trugen dicke Jacken. Das war ein bisschen lustig zu sehen. Das passiert vielen. Man denkt nicht daran, dass es in Südeuropa so viel wärmer ist. Liebe Zuhörer, wenn ihr plant, nach Italien zu fahren, packt leichte Kleidung ein. Das ist ein guter Reisetipp von Peter. Habt ihr weitere Tipps für Reisen? Schreibt sie in die Kommentare. Ich habe noch mehr Tipps. Zum Beispiel, kauft Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten immer online, bevor ihr hingeht. Ich habe für das Kolosseum online gebucht und musste nicht lange warten. Andere Touristen haben 2 Stunden in der Schlange gestanden. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Heutzutage kann man fast alles online buchen. Das spart so viel Zeit. Und man kann die Zeit besser nutzen, um die Stadt zu erkunden. Genau. Ich habe auch eine App auf meinem Handy gehabt, die mir geholfen hat, die Stadt zu erkunden. Die App hat mir Karten, Öffnungszeiten und auch Restaurantempfehlungen gegeben. Apps sind wirklich hilfreich beim Reisen. Welche App war es denn? Es war eine normale Karten-App. Aber ich habe auch eine Übersetzungs-App genutzt, wenn ich Schilder oder Menükarten nicht verstanden habe. Man fotografiert das Bild und die App übersetzt es sofort. Das ist fast wie Magie. Das ist wirklich modern und hilfreich. Technologie macht das Reisen heute viel einfacher. Aber sag mir, Peter, was war dein absolutes Highlight des ganzen Urlaubs, wenn du nur eine Sache nennen müsstest? Nur eine? Das ist schwer. Aber ich glaube, es war der Abend, als ich auf dem Pincho-Hügel gestanden habe und die ganze Stadt unter mir gesehen habe. Es war Sonnenuntergang, der Himmel war orange und rosa und ich konnte alle Wahrzeichen Roms sehen. Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Oh, Peter, das klingt wunderschön. So ein Moment macht eine Reise unvergesslich. Liebe Zuhörer, habt ihr auch so einen besonderen Moment auf einer Reise erlebt? Einen Moment, den ihr nie vergessen werdet? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Reisen verändert einen. Man sieht andere Kulturen, trifft andere Menschen, probiert andere Speisen.
Man kommt nach Hause und sieht die Welt mit anderen Augen. Das stimmt 100%ig. Reisen ist eine der besten Arten, die Welt zu verstehen. Und wenn man eine Fremdsprache spricht, öffnet das noch viele mehr Türen. Deswegen ist es so wichtig, Deutsch zu lernen, liebe Zuhörer. Genau, mit Deutsch kann man in vielen Ländern kommunizieren. Deutsch wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Teilen von Belgien und Luxemburg gesprochen. Das sind viele tolle Reiseziele. Absolut. Wenn man Deutsch spricht, kann man so viele wunderbare Orte besuchen. Die Alpen in Österreich, die Altstadt in Bern, das Oktoberfest in München, den Rhein entlangfahren, so viele Möglichkeiten. Ich würde als nächstes gerne nach Österreich fahren, nach Wien. Ich habe gehört, dass Wien eine sehr elegante, schöne Stadt ist, mit viel Musik, Kunst und natürlich dem berühmten Wiener Kaffee. Wien ist traumhaft. Ich war einmal dort. Die Oper ist so schön, die Parks sind groß und grüne und die Mehlspeisen, also die Kuchen und Torten, sind einfach unwiderstehlich. Der Sachertorte besonders. Sachertorte, das ist eine Schokoladentorte, oder? Die kenne ich vom Namen, aber gegessen habe ich sie noch nie. Adele, nächstes Jahr fahre ich nach Wien. Das ist beschlossen. Dann musst du mir berichten. Und liebe Zuhörer, wenn ihr schon in Wien wart oder in Österreich, schreibt uns in die Kommentare, was soll Peter unbedingt sehen? Wo soll er hingehen? Gebt ihm eure besten Tipps. Ich freue mich schon auf eure Tipps. Aber zurück zu meiner Reise nach Rom. Ich habe dir noch nicht erzählt, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war nämlich auch ein kleines Abenteuer. Oh, was ist passiert? Erzähl. Also, mein Rückflug war sehr früh am Morgen. Um 5 Uhr morgens musste ich am Flughafen sein. Das bedeutete, ich musste um 3 Uhr aufstehen. Das war sehr, sehr früh. Oh nein, das ist wirklich hart. 3 Uhr morgens ist mitten in der Nacht. Aber manchmal gibt es leider keine andere Möglichkeit. Wie bist du zum Flughafen gekommen? Ich habe ein Taxi genommen. Der Taxifahrer war sehr freundlich und wir haben ein bisschen auf Englisch gesprochen. Er hat mir erzählt, dass er sehr viele Touristen fährt und dass Rom eine sehr internationale Stadt ist. Das stimmt. Rom ist wirklich eine Stadt der Welt. Menschen aus allen Ländern kommen dorthin. Und hattest du dann am Flughafen genug Zeit? Ja, ich hatte genug Zeit, aber ich war so müde. Am Gate habe ich einen Kaffee getrunken, einen sehr starken Kaffee. Und dann habe ich im Flugzeug sofort geschlafen. Als ich aufgewacht bin, waren wir schon fast in München. Ha, das kenne ich. Wenn man müde ist, schläft man überall. Und wie hat es sich angefühlt, nach Hause zu kommen? Warst du froh oder traurig? Ehrlich gesagt, ein bisschen von beidem. Ich war froh, mein eigenes Bett zu sehen und meinen Hund zu umarmen. Aber ich war auch ein bisschen traurig, weil der Urlaub vorbei war. Kennt ihr dieses Gefühl, liebe Zuhörer? Schreibt es uns. Oh, ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Man kommt nach Hause und denkt schon, wann ist der nächste Urlaub? Das nennt man auch Posturlaub-Blues. Das passiert sehr vielen Menschen. Posturlaub-Blues. Das ist ein gutes Wort dafür. Aber weißt du, was hilft? Man fängt sofort an, den nächsten Urlaub zu planen. Und das habe ich auch gemacht. Also, Wien, ich komme. Das ist die beste Medizin. Immer etwas haben, worauf man sich freuen kann. Peter, danke dir so sehr für diese tolle Geschichte. Ich habe fast das Gefühl, selbst in Rom gewesen zu sein. Das Schöne an Geschichten ist, dass man durch sie reisen kann, auch wenn man zu Hause bleibt. Aber natürlich ist eine echte Reise noch schöner. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr die Möglichkeit habt, reist, entdeckt die Welt, lernt neue Sprachen. Wunderbar gesagt, Peter. Und ihr lernt ja schon eine neue Sprache, nämlich Deutsch. Das öffnet euch die Türen zu so vielen wunderbaren Ländern und Kulturen. Ihr macht das fantastisch. Ja, wirklich. Deutsch zu lernen ist eine tolle Investition in euch selbst. Und wir von Wow Spoken German sind immer hier, um euch dabei zu helfen. Also bleibt dran. Genau. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Drückt die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und schreibt uns in die Kommentare. Wir lesen alle Nachrichten. Heute haben wir viel über das Thema Reisen auf Deutsch gesprochen. Ihr habt Wörter gehört wie der Urlaub, das Flugzeug, der Flughafen, das Hotel, die Sehenswürdigkeit, der Koffer, die Reise. Diese Wörter sind alle sehr nützlich. Sehr nützlich. Und das Schöne ist,
Ihr habt sie in einem echten Gespräch gehört, in einem natürlichen Zusammenhang. Das ist der beste Weg zu lernen. Nicht aus einem Lehrbuch, sondern aus dem echten Leben. Stimmt. Lernen macht viel mehr Spaß, wenn man eine Geschichte hört, oder? Liebe Zuhörer, welche Themen würdet ihr in Zukunft gerne hören? Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Vorschläge. Ihr seid ein wichtiger Teil von Wow Spoken German. Diesen Kanal machen wir für euch und eure Meinung ist uns sehr wichtig. Ich möchte euch noch eine Frage stellen, bevor wir aufhören. Wohin würdet ihr gerne reisen? Was ist euer Traumreiseziel? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig. Oh, das ist eine tolle Frage. Mein Traumreiseziel wäre Japan. Die Kultur, die Natur, das Essen, die Städte. Japan fasziniert mich total. Aber das ist eine andere Geschichte. Peter, was sagst du noch zum Abschluss? Ich sage, habt Mut zu reisen, habt Mut, neue Sprachen zu lernen und habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Reisen und Sprachen lernen sollten immer Freude machen. Wunderschön gesagt. Dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen an alle unsere fantastischen Zuhörer. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ihr seid die Besten. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Bleibt neugierig, bleibt motiviert und vergesst nicht, jeder Tag ist eine Chance, etwas Neues auf Deutsch zu lernen. Tschüss, liebe Zuhörer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut und genießt eure Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.